auf meinen Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und es ist wieder ein Mordfall-Video. Bevor ich mit diesem Video anfange, wieder ein paar Anmerkungen. Ja, meine Haare haben eine neue Farbe, wer mir auf Instagram folgt, weiß schon davon. Ich färbe mir in letzter Zeit ständig die Haare neu. Ich denke aber, dass es vielleicht ein bisschen länger jetzt bei lila bleibt. Who knows? Der Hintergrund sieht aus, wie er aussieht, weil ein paar von euch mir schon ein paar Sachen geschenkt haben. Falls ihr mir auch gerne Sachen für den Hintergrund schicken wollt, könnt ihr das gerne tun. Die Postfach-Info ist unten in der Infobox. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen an mit einer Geschichte, in der aus Eifersucht Mord wurde. In diesem Video geht es um 3 beste Freunde: Pietro Bravo, Christian Aguilar und Erica Freeman. Pietro und Christian waren beste Freunde und Erica, zur Zeit, in der sie noch zur Highschool ging, war Pietros Freundin, seine feste Freundin. Christian und Pietro kannten sich schon seit der Middle School und Erica kam dann später in der Highschool dazu und wurde Pietros Freundin. Sie war zunächst sehr angezogen von ihm, weil er unglaublich charismatisch war und sie seinen Humor sehr schätzte. Und die beiden waren eine ganze Zeit lang sehr, sehr glücklich. Als sie dann jedoch in das Abschlussjahr der Highschool kam, merkte Erica, dass ihre Gefühle für Pietro immer und immer schwächer wurden. Dass sie gar keine wirkliche Liebe mehr für ihn empfand und dass sie die Beziehung eigentlich nicht weiterführen wollte. Als sie ihm das jedoch verriet und mit ihm redete und versuchte, eine Beziehungspause herbeizuführen, eskalierte er vollkommen. Er fing an zu weinen, er wollte unter gar keinen Umständen, dass diese Beziehung ein Ende nahm. Und Erica sagte im Nachhinein, dass sie sich unglaublich manipuliert gefühlt hat von ihrem damaligen Freund und dass er ihr immer das Gefühl gegeben hat, dass irgendwas ganz Furchtbares passieren würde, wenn sie sich dann irgendwann von ihm trennen würde. Erica bleibt deswegen seine Freundin, bis sie dann 2012 an das Santa Fe Community College in Gainesville in Florida aufgenommen wird. Und da sie dann dorthin zieht und es auch eine Fernbeziehung sein würde und sie ohnehin schon keine starken Gefühle mehr für ihn hat, verlässt sie Pietro. Und er ist am Boden zerstört. Er kann es überhaupt nicht fassen. Er ist schon fast depressiv. Aber Erica beschreibt hinterher, dass sie sich unglaublich befreit gefühlt hat, nachdem sie die Beziehung endlich beendet hatte. Ebenfalls im Santa Fe Community College angenommen wurde Christian Aguilar, der beste Freund von Pietro Bravo. Und langsam aber sicher entwickelte sich mehr als nur Freundschaft zwischen Erica und Christian. Die beiden entwickelten Gefühle füreinander. Erica sagt, dass sie sich noch nie so glücklich gefühlt hat wie mit Christian und dass sie einfach das Gefühl hatte, von ihm verstanden zu werden. Die beiden führten eine unglaublich glückliche Beziehung. Doch nach einer Weile hält es Pietro anscheinend nicht mehr aus, alleine ohne Erica. Er zieht nach Gainesville, dahin, wo jetzt auch Erica und Christian leben, und er versucht, Erica zurückzugewinnen. Später wurde sein Tagebuch analysiert und dort drin liest man sehr, sehr deutlich, dass er einen ganzen Plan gefasst hat, wie er Erica zurückgewinnen kann. Und er ist anscheinend auch fest davon überzeugt, dass er es schaffen kann. Ein gemeinsamer Freund erzählt Erica dann schließlich davon, dass er in die gleiche Stadt gezogen ist, und erzählt ihr ebenfalls, dass Pietro sehr, sehr suizidgefährdet sei, dass er selbstmordgefährdet sei, dass er schwer depressiv sei. Und deswegen trifft sie sich mit ihm. Sie verheimlicht jedoch Christian vor ihm, also die ganze Beziehung vor ihm. Sogar als sie darauf direkt von ihm angesprochen wird, behauptet sie, dass sie keine Beziehung mit dem besten Freund ihres Ex-Freundes führt. Und hinterher in Interviews sagt sie, dass sie das getan hat, weil sie dachte, dass er sowieso schon so unglaublich labil war, dass sie ihm nicht noch einen extra Stoß geben wollte, dass sie ihn nicht noch weiter verletzen wollte und dass sie deswegen das Ganze für ihn geheim gehalten hat und dachte, dass sie es einfach dann adressieren kann, wenn es dann endgültig rauskommt. Leider kam es nie so richtig zu diesem klärenden Gespräch. Anscheinend hat Pietro es trotzdem herausgefunden und im September 2012 ruft er dann schließlich Christian an und bittet ihn um Hilfe. Er sagt, er wäre selbstmordgefährdet, er wäre depressiv und er bräuchte die Hilfe von seinem besten Freund. Die beiden wollen sich am 20. September treffen und Erica denkt zunächst, dass dabei eigentlich nicht wirklich was passieren kann. Christian sagt ihr, dass sie sich an einem öffentlichen Platz treffen werden und dass er nicht glaubt, dass Pietro ihm irgendwas tun möchte. Allerdings meldet Christian sich nach dem Treffen nicht mehr bei Erica.
Die ganze Nacht versucht sie ihn zu erreichen, sie versucht ihn anzurufen, sie schreibt ihm, aber sie bekommt keine Antwort. Und langsam bekommt sie Panik. Sie versucht jetzt auch Petro zu erreichen und schließlich spät in der Nacht antwortet er ihr. Sie ruft ihn an, er geht ran und sie sagt, wo ist Christian? Und er behauptet, ich habe ihn abgesetzt, ich weiß nicht, wo er ist, ich habe ihm nichts getan. Am nächsten Tag geht Erica mit Petro zur Polizei. Zu diesem Zeitpunkt denkt sie immer noch, dass er eigentlich nichts mit Christians Verschwinden zu tun haben kann. Ich meine, soweit denkt ja eigentlich keiner. Sie denkt eigentlich bloß, dass die beiden einen Streit hatten und dass Christian irgendwo ausgesetzt wurde und jetzt einfach den Weg nicht nach Hause findet oder schwer verletzt ist. Denn Petro sagt dann bei der Polizei aus, dass die beiden sich zwar geprügelt hätten, er und Christian, sie wären in eine Auseinandersetzung geraten. Am Anfang sagt er noch, die wäre einfach nur verbal gewesen, also ohne, dass sie sich körperlich angegangen seien. Später sagt er dann, sie sind sich körperlich angegangen, er hätte ihm ins Gesicht geschlagen, aber Christian wäre daraufhin aus dem Auto ausgestiegen und Petro wäre dann alleine mit dem Auto weggefahren. Das heißt, er wüsste jetzt nicht, was mit Christian sei. Christians Familie organisierte mehrere Andachten und Suchorganisationen und es brauchte ganze 22 Tage, um Christians Leiche dann am Ende zu finden. 60 Meilen außerhalb von Gainesville wurde die Leiche des 18-Jährigen dann gefunden. Er wurde vergiftet, stranguliert und dann in einem flachen Grab einfach verscharrt. Die Polizei durchsuchte nun Petros Auto und seine Wohnung. Außerdem verfolgten sie nach, was er die Tage vor Christians Verschwinden gekauft hatte und was er gegoogelt hatte. Und das war wirklich das Schwerwiegendste, was man überhaupt finden konnte. Tage vor dem Verschwinden von Christian googelte Petro Dinge wie, was ist Chloroform oder wie töten Schlaftabletten. Außerdem kaufte er 4 Tage vor dem Verschwinden von Christian einen Knöchelverband, Pestizide, Gatorade, was ein isotonisches Getränk ist, eine Schaufel, Schlafmittel, Ducktape und ein Messer. Die Verteidigung behauptete später, dass all diese Dinge dafür da gewesen wären, weil Petro sich selbst das Leben nehmen wollte, aber es wurde dann später in weiteren Ermittlungen Blut von Christian im Auto von Petro gefunden. Außerdem wurde Christians Rucksack bei Petro in der Wohnung gefunden, zusammen mit seinem Portemonnaie noch im Rucksack. Seinen Handydaten wurde außerdem entnommen, dass er 9 Mal insgesamt in der Nacht von Christians Verschwinden eine Taschenlampen-App auf seinem Handy benutzt hat. Die Anklage behauptet, dass er diese benutzt hätte, um die Leiche zu verstecken. Die App hat er benutzt von 23:31 Uhr bis 0:01 Uhr. Das soll die Zeit gewesen sein, in der Petro die Leiche seines Freundes so weit hinausgefahren hatte und sie nun in einem flachen Grab einfach verscharrte. Einfach irgendwo um nirgendwo, wo seine Familie es unglaublich schwer hatte und unglaublich Glück hatte, ihn überhaupt zu finden. Es gibt auch eine Videoaufzeichnung von diesem Abend, an dem Petro dann Christian das Leben genommen hat. Und zwar waren sie zunächst zusammen bei Best Buy, wo Christian sich die neue Kanye West CD kaufte. Denn er und Erica waren beide große Fans von Kanye West und er wollte gerne die neue CD haben. Danach sieht man in der Überwachungskamera, wie die beiden jungen Männer ins Auto steigen. Und es ist das letzte Mal, dass man Christian Aguilar jemals lebendig gesehen hat. Danach hat Petro ihn mit einem Gürtel, mit so einem Umzugsgürtel, mit dem man halt so Dinge tragen kann, einem Moving Strap, erwürgt. Er hatte ihn vorher vergiftet mit diesem isotonischen Getränk, in das er Schlafmittel gemischt hatte. Und ja, danach hat er den jungen Mann erwürgt und hat ihn hinausgefahren und hat ihn dort verscharrt. Das alles weiß man so genau, nicht weil Petro es zugegeben hat, sondern weil ein anderer Häftling in dem gleichen Gefängnis eine Haftminderung bekommen hat. Also er war ein Gangmitglied dafür, dass er eben versucht, aus Petro die ganze Geschichte herauszulocken. Petro hat ihm das Ganze erzählt. Und ja, daher weiß man genau, was mit Christian passiert ist. Tatsächlich ist es so gewesen, dass der Petro, nachdem er gehört hat, dass dieser andere Häftling Gangkontakte hat und deswegen im Gefängnis sitzt, versucht hat, ihn zu bestechen damit, dass
er andere Gangmitglieder überredet, dass sie Leute genauso umbringen sollen, wie Christian umgebracht wurde, damit es dann so aussieht, als wäre der Täter immer noch da draußen und es wäre ein Serienkiller gewesen. Was uns ganz klar zeigt, dass er offensichtlich überhaupt gar keine Reue daran hatte, obwohl er das in seinem Tagebuch beschreibt. Er hätte Reue dafür, er wäre ein Monster dafür, was er Christian angetan hat. Ich glaube, wir können uns einfach alle einig sein, dass das ein unglaublich kranker Mensch ist. Wenn man sich die Tagebucheinträge von Pietro Bravo anguckt, dann merkt man schnell, dass es sich hier um das Hirn eines Wahnsinnigen handeln muss. Er ist einfach nur durchgedreht. Er war so verliebt in Erica, oder ich weiß gar nicht, ob man überhaupt von Verliebtsein sprechen kann, vielleicht einfach eher besessen von der Idee, mit Erica zusammen zu sein, dass er sogar willens war, seinen besten Freund umzubringen. Bei der Verhängung des Urteils, denn ja, Pietro wurde schuldig gesprochen, obwohl er die ganze Zeit die Schuld abgestritten hat und bis heute noch nicht zugegeben hat, dass er Christian umgebracht hat, sprach Christians Familie. Und es ist wirklich immer wieder, finde ich, unglaublich herzzerreißend, sich anzuhören, was die Familienmitglieder zu sagen haben über die verstorbene Person und was das einfach für eine unglaubliche Lücke in ihrem Leben und in ihrer Familie hinterlassen hat und was für eine tolle Person das war und einfach sich jedes Mal zu überlegen, wie unnötig das ist, wie viele Menschen leiden müssen, einfach nur weil ein Mensch durchgedreht ist. Pietro wurde dann am 15. August 2014, also 2 Jahre nach dem Mord an Christian, schuldig gesprochen. Und zwar, dass er Mord ersten Grades begangen hat, dass er Vergiftung begangen hat, Freiheitsberaubung und Falschaussage und noch eine ganze Menge anderer Dinge. Ja, Erica war natürlich unglaublich fertig einfach. In diesem ganzen Gerichtsverfahren sieht man einfach, wie sehr sie das mitnimmt, wie unwohl sie sich damit fühlt, überhaupt im gleichen Raum mit Pietro zu sein und wie sehr sie Christian vermisst und wie sehr sie das Ganze natürlich mitnimmt. Ich meine, das war ihr Freund, der da gestorben ist, und es war ihr Ex-Freund, der ihn umgebracht hat. Ich habe viele Kommentare gelesen, die diese junge Frau dafür verantwortlich gemacht haben, was passiert ist, und ich versuche ja immer sehr unparteiisch, was heißt unparteiisch zu bleiben oder halt nicht so viele persönliche Dinge damit reinspielen zu lassen, aber ich muss ehrlich sagen, wenn jemand einen anderen Menschen umbringt, dann ist das ganz alleine die Entscheidung dieses einen Menschen und niemandes Entscheidung außer dieser Person, und deswegen finde ich es einfach unglaublich, ja, unangebracht, ihr daran die Schuld zu geben, denn natürlich kann man vorher nicht wissen, dass so etwas passieren wird. Und ja, ich denke, sie hat wahrscheinlich jetzt schon genug Leid, mit dem sie klarkommen muss, dadurch, dass ihr Freund sein Leben verloren hat. Und wenn sie könnte, würde sie das bestimmt rückgängig machen wollen oder im Nachhinein irgendwie versuchen einzugreifen. Aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, so dumm wie das klingt. Und ja, eine Sache ist mir noch echt wichtig zu erwähnen, und zwar gibt es mehrere Artikel, in denen behauptet wird, Pietro Bravo hätte Siri gefragt, wo er am besten die Leiche von Christian Aguilar verstecken könnte. Das ist allerdings ein Hoax, das ist nicht wahr. Es gibt einfach so eine Gag-Seite irgendwie, wo halt man irgendwie Siri irgendwelche bescheuerten Fragen gestellt hat, und da kommen eben auch I need to hide my roommate, also ich muss meinen Mitbewohner irgendwo verscharren. Also Pietro und Christian waren halt nicht mal Roommates, die waren nicht mal Mitbewohner, deswegen macht das halt sowieso keinen Sinn. Ja, wie gesagt, also das ist falsch. Ich habe das recherchiert und das stimmt nicht. Also falls ihr das jetzt noch irgendwo lesen solltet, falls ihr euch weiter mit dem Fall beschäftigen wollt, ja, das ist nicht wahr. Ja, was meint ihr zu dem Fall? Ich muss sagen, es macht mich immer unglaublich traurig, aus was für unnötigen Gründen sowas passiert, denn ja, Pietro war einfach unglaublich krank offensichtlich. Wenn irgendjemand es geschafft hätte, ihm Hilfe zu holen, vielleicht hätte er dann nicht getan, was er getan hätte. Wenn Christian sich entschieden hätte, ihn nicht zu treffen, vielleicht wäre das dann alles nie passiert. Hätte, wir werden es nie erfahren. Ja, es ist unglaublich traurig und ich würde gerne hören, was ihr dazu meint. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Habt ihr von dem Fall schon mal gehört oder noch nicht? Wie steht ihr dazu? Was meint ihr zu Pietro? Und ja, hättet ihr Christian an Ericas Stelle geraten, ihn nicht zu treffen? Oder wie würdet ihr euch fühlen? Ich meine, ich glaube, man kann das so gar nicht richtig nachvollziehen. Lasst uns einfach eine Diskussion dazu haben unten in den Kommentaren. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, von euch zu hören. So, das war auch schon das Video. Ich hoffe, es hat euch
gefallen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, das zu sagen nach solchen Videos, denn inwiefern kann einem sowas schon gefallen, aber ich würde gerne hören, ob euch diese Videos interessieren, ob ihr die gerne schaut. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit ich quasi ein Feedback habt, also ob ihr das Format feiert oder nicht. Ja, wie gesagt, lasst uns unten gerne in den Kommentaren zu diesem Fall diskutieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Unsere Community wächst und gedeiht fleißig und ich bin da sehr, sehr glücklich drüber und ich freue mich über jeden, der neu dazukommt. Also ja, wenn ihr mögt, dann kommt gerne mit dazu und ich hoffe, wir sehen uns dann alle im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.